Also, stell dir vor, du stehst im Supermarkt. Auf der einen Seite hast du da die Abteilung für frisches Obst und Gemüse. Ja, die Klassiker. Äpfel, Karotten, vielleicht ist da sogar noch ein bisschen Erde dran. Ganz genau. Und auf der anderen Seite des Ladens findest du dann die Haushaltswaren. Plastikschüsseln, Batterien, abgepackte Küchengeräte. Eine völlig logische Aufteilung für uns, ne? Absolut logisch, ja. Diese Aufteilung fühlt sich für uns fast schon zwingend an. Hier ist die Natur, also das Gewachsene, und dort drüben ist die Kunst, das Gemachte. Wir Menschen lieben einfach diese klaren Boxen, das gibt uns Sicherheit. Total. Aber genau dieser mentale Supermarkt, diese tiefe Überzeugung, dass man die Welt so extrem sauber trennen kann, das ist der Grund, warum wir ein Phänomen wie ChatGPT heute fundamental falsch verstehen. Das ist wirklich der blinde Fleck unserer Zeit. Richtig. Und genau darum geht es in unserem heutigen Tauchgang ins Material. Wir haben hier einen Stapel extrem dichter philosophischer und soziologischer Texte vor uns. Und unsere Mission heute ist es, eine Frage aufzudröseln, die uns angesichts all der Algorithmen wirklich umtreibt. Eine sehr große Frage, ja. Wenn diese Grenze zwischen Natur und Kunst eigentlich längst eine Illusion ist, warum sprechen wir dann fast schon zwanghaft immer von künstlicher Intelligenz? Müsste es dann nicht auch irgendwo eine natürliche geben? Ja, das ist exakt der Punkt. Wir verwenden das Wort künstlich heute wie so ein völlig neutrales, technisches Adjektiv. Als wäre es einfach nur eine Eigenschaft wie blau oder schwer. Genau. Dabei transportiert dieses kleine Wort eine massive ideologische Last. Um zu begreifen, warum wir heute so krampfhaft an diesem Label hängen, müssen wir uns ansehen, woher dieser Drang zur Unterscheidung überhaupt kommt. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wo fangen wir da an? Das führt uns direkt zurück in die griechische Antike. Zu Aristoteles. Oh, wow, okay. Ganz weit zurück. Ja, wir müssen an die Wurzel. Aristoteles hat im zweiten Buch seiner Physik diese Kategorien, also Natur auf der einen Seite, Kunst oder Handwerk auf der anderen, im Grunde philosophisch zementiert. Aber warte mal, wie genau hat er diese Grenze denn gezogen? Ich meine, für uns heute ist ein Plastikbecher künstlich, weil er aus einer Fabrik kommt. Wie hat Aristoteles das definiert, so völlig ohne industrielle Revolution? Das ist spannend. Denn sein Kriterium war eben nicht der Ort der Herstellung. Es war das Prinzip der Bewegung. Prinzip der Bewegung, wie meinst du das? Er unterschied zwischen der Physis, also der Natur, und der Techne, was die Kunst oder das Handwerk meint. Für ihn lag der entscheidende Unterschied im inneren Antrieb. Okay, also woher die Veränderung kommt. Exakt. Natürliche Dinge, die tragen den Ursprung ihrer Veränderung in sich selbst. Also ein Baum wächst, weil das Prinzip des Wachstums bereits in ihm angelegt ist. Ein Tier bewegt sich aus sich heraus. Und die Techne, also die Kunst? Die hat diesen Antrieb eben nicht. Wenn du einen Holztisch nimmst, der verdankt seine Form ausschließlich einem äußeren Prinzip, nämlich dem Handwerker. Der Tisch hat nicht den inneren Drang, ein Tisch zu werden. Ah, okay. Wenn ich einen Holzsessel im Garten vergrabe, wächst daraus kein neuer Sessel. Wenn ich aber einen Samen vergrabe, wächst ein Baum. Genau das ist es. Und aus dieser Unterscheidung hat Aristoteles ein Konzept abgeleitet, das unser westliches Denken wirklich für Jahrhunderte dominieren sollte. Welches Konzept war das? Die Mimesis, also die Nachahmung. Weil die Natur ihr Prinzip in sich selbst trägt, galt sie als das Vollkommene. Die Kunst hingegen war immer nur abgeleitet, zweitrangig. Also konnte die Kunst im Grunde nichts Höheres tun, als die Natur zu kopieren. Richtig. Die Natur war die große Lehrmeisterin. Ein Bildhauer, der die Muskeln eines Athleten exakt in Marmor meißelt, ordnet sich der Natur unter. Er ahmt ihre Vollkommenheit nach. Er kopiert etwas, das er selbst gar nicht von Null erschaffen kann. Genau. Die Natur ist das Original, die Kunst ist das bloße Abbild. Und das war wirklich über Tausende Jahre ein unumstößliches Gesetz der Philosophie. Aber da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Das war in der Antike. Unser Kunstverständnis hat sich doch massiv verändert. Kein Künstler versteht sich heute noch als reiner Kopierer der Natur. Wann hat das denn aufgehört? Das Faszinierende hierbei ist, dass die Quellen diesen großen Paradigmenwechsel sehr präzise verorten. Und zwar um das Jahr 1800. Also in der Epoche der Romantik. Genau, Romantik und Weimarer Klassik. Denker wie Johann Wolfgang von Goethe begannen plötzlich, die Natur völlig neu zu interpretieren. Inwiefern neu? Natur war doch immer noch Natur, oder? Ja, aber Goethe sah sie nicht mehr als so eine starre Sammlung von perfekten Vorlagen, die man abzeichnen muss. Er sah sie als einen dynamischen, eigenständigen Prozess.
Er nannte das die Metamorphose. Also die Natur als unaufhörliche Schöpferkraft, die sich ständig selbst umbildet. Exakt. Und wenn die Natur kein statisches Modell mehr ist, sondern ein wuchernder Prozess, dann funktioniert dieses alte aristotelische Prinzip der Nachahmung gar nicht mehr. Was hieß das dann für das Konzept der Kunst? Mussten die Künstler sich was Neues suchen? Die Kunst emanzipierte sich völlig. Die Künstler wollten nicht mehr nur das Resultat der Natur kopieren, sondern sie wollten selbst so schöpferisch tätig werden wie die Natur. Die Kunst wurde also autonom. Ja, die Quellen sprechen hier von der Kunst als einer zweiten Natur. Denk mal an ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Das ahmt nicht einfach eine echte Landschaft fotografisch nach. Es erschafft eine eigene Stimmung, eine eigene Welt. Genau. Eine in sich geschlossene Welt nach ganz eigenen inneren Gesetzen. Das Kunstwerk funktioniert plötzlich wie ein eigener Organismus. Und in dem Moment begann diese extrem alte Grenze zwischen Original und Abbild wirklich zu kollabieren. Okay, das heißt, diese Grenze fing schon vor über 200 Jahren an zu bröckeln. Aber wenn wir jetzt mal den Sprung in unsere Gegenwart machen, ins Anthropozän, da haben wir ja eine Welt, in der sich Natur und Kultur komplett ineinander geschoben haben. Absolut, die Unterscheidung ist heute völlig obsolet geworden. Ich meine, denk an die Land Art. Da fahren Künstler mit riesigen Planierraupen durch die Wüste und machen die Landschaft selbst zum Material ihrer Kunst. Oder nehmen wir Vordenker wie Bruno Latour. Der spricht heute nur noch von Nat Cole, also eine Verschmelzung von Nature und Culture. Donna Haraway nennt das ja auch Nature Culture. Richtig, alles ist hybrid. Latour und Haraway weisen darauf hin, dass die Idee einer völlig reinen, vom Menschen unberührten Natur heute materiell einfach eine Illusion ist. Ja, das ist wahr. Wenn man heute in einen vermeintlich natürlichen Wald geht, dann ist er oft vom Menschen gepflanzt, reguliert und bewirtschaftet. Genau, es gibt auf dem Planeten keine Atmosphäre und keinen Ozean mehr, der nicht durch unsere Technologie, durch Emissionen oder Mikroplastik geprägt ist. Die Grenzen sind komplett verschwunden. Da muss ich aber kurz reingrätschen, weil hier wird's wirklich interessant. Wenn ein Biber im Wald einen Damm baut, dann sagen wir, das ist Natur. Wenn wir Menschen einen Staudamm aus Beton nießen, nennen wir es künstlich. Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Ist das nicht eine völlig legitime Unterscheidung? Ich meine, wir sind nun mal eine Spezies, die Werkzeuge nutzt. Warum behaupten Soziologen, dass das gar nicht mehr trennbar ist? Dieser Biber-Vergleich, der ist zwar verlockend, aber er greift in unserer heutigen Komplexität einfach viel zu kurz. Wieso das? Naja, wenn der Biber seinen Damm baut, dann passiert das in einem kleinen, lokalen Ökosystem. Wenn wir einen gigantischen Staudamm bauen, verändern wir globale tektonische Lasten. Wir greifen also in völlig andere Dimensionen ein? Genau, wir greifen in planetare Wasserkreisläufe ein. Wir verwenden Materialien wie Beton, die Jahrtausende nicht verrotten. Und wir nutzen Algorithmen zur Steuerung, die wiederum auf seltenen Erden basieren, die am anderen Ende der Welt abgebaut werden. Das ist ein krasses Netzwerk. Und genau das ist Latours Punkt. Wo willst du da den Schnitt machen? Wo hört beim modernen Staudamm der Felsen auf und wo fängt das Computernetzwerk an? Alles greift komplett untrennbar ineinander. Okay, das leuchtet ein. Die schiere Skala unserer Eingriffe macht diese sauberen Boxen aus dem Supermarkt unmöglich. Richtig. Und das bringt uns direkt zu dem massiven Widerspruch, den unsere Quellen hier aufwerfen. Wenn Soziologen und Philosophen sich einig sind, dass man künstlich und natürlich gar nicht mehr trennen kann, warum kleben wir dann bei Algorithmen so besessen an dem Begriff künstliche Intelligenz? Das ist die entscheidende Frage. Warum sagen wir nicht einfach nur Intelligenz? Das wirft eine extrem wichtige Frage auf und hier wird es hochgradig soziologisch. Die Texte formulieren dazu eine radikale These. Ich bin gespannt. Der Begriff künstlich ist im Kontext der KI eigentlich überhaupt keine technische Beschreibung. Er ist ein rhetorischer Schutzschild. Ein Schutzschild. Wovor schützen wir uns denn da? Naja, die Quellen sagen, dass es so etwas wie eine natürliche Intelligenz ontologisch noch nie jemand feststellen konnte. Weder in der Natur noch in der Gesellschaft. Ontologisch noch nie festgestellt. Mein Gehirn ist doch ein physisches Organ, das durch Evolution entstanden ist. Und meine Gedanken sind intelligent. Das ist doch real. Das ist Natur. Ja, dein Gehirn ist Natur, natürlich. Aber die Intelligenz selbst, die kannst du nicht wie einen Apfel im Supermarkt greifen, auf die Waage legen und abkassieren. Intelligenz ist kein statisches Ding. Okay, sie ist kein Objekt, das man anfassen kann. Genau. Die Quellen definieren Intelligenz stattdessen als die operative Möglichkeit von Systemen. Operative Möglichkeit, das musst du übersetzen?
Das bedeutet, Intelligenz ist ein Vollzug. Sie ist nicht einfach da wie ein Stein, sie zeigt sich erst, wenn sie funktioniert. Also wenn ein System ein Problem löst, wenn es auf Reize reagiert, wenn es Muster erkennt. Verstehe. Sie existiert also nur in dem Moment, wo sie auch wirklich operiert. Exakt. Und da ein Algorithmus genau das tut, er operiert, er löst Probleme, ist ein Vollzug auf dieser Ebene eigentlich überhaupt nicht von unserem zu unterscheiden. Das heißt, auf der Ebene der reinen Handlung gibt es keinen Unterschied, der das Wort künstlich rechtfertigt. Richtig. Beide Systeme operieren einfach. Dass wir die Maschine trotzdem krampfhaft künstlich nennen, hat mit etwas anderem zu tun. Wir verlangen von der Maschine eine Auskunft über ihre Herkunft. Also quasi einen Lebenslauf der Intelligenz? Ja, genau. Wir wollen ihre Ergebnisse beurteilbar machen. Indem wir sie künstlich nennen, betonen wir ihre Kontingenz. Kontingenz ist ja so ein schwerer Begriff. Das bedeutet im Grunde nur, dass etwas so ist, wie es ist, aber theoretisch auch völlig anders sein könnte, oder? Genau. Und das machen wir selektiv. Nehmen wir mal an, du spielst Schach. Einmal gegen einen brillanten menschlichen Großmeister und einmal gegen eine Schachsoftware. Okay. Wenn der Mensch einen unfassbar genialen, unvorhersehbaren Zug macht, bist du beeindruckt. Sein Zug ist kontingent, er hätte ja auch patzen können. Aber du akzeptierst seine Genialität einfach. Du fragst ihn nicht nach der Konstruktionszeichnung seiner Synapsen. Aber wenn die Maschine denselben genialen Zug macht, dann will ich wissen, wie der Code dahinter aussieht. Genau das. Du machst einen Schritt zurück und sagst, das ist nur das Ergebnis von Parametern, die jemand programmiert hat. Du machst ihre Genialität von ihrer Herkunft abhängig. Wir labeln KI also als künstlich, weil wir Angst haben, dass wir sie sonst nicht mehr von uns unterscheiden können. Richtig, wir verlangen von der Maschine eine Quellenangabe für ihre Brillanz, die wir von einem klugen Menschen niemals fordern würden. Weil wir ignorieren, dass auch menschliche Ergebnisse völlig kontingent sind. Wow. Wir nutzen das Wort künstlich also als psychologischen Trick? Aber welchem tieferen Zweck dient dieser Trick? Hier kommt ein Begriff aus den Quellen ins Spiel, den ich großartig finde. Das zivilisatorische Selbstbeeindruckungsprogramm. Das zivilisatorische Selbstbeeindruckungsprogramm. Ein langes Wort für eine große Illusion, schätze ich. Kann man so sagen. Es ist im Grunde der Mythos der Moderne. Die moderne Gesellschaft will sich selbst permanent einreden, alles ist Menschenwerk. Wir wollen die Schöpfer sein. Ja, wir wollen die absolute Kontrolle und Schöpferkraft haben. Aber wenn Intelligenz nun ihre eigene Künstlichkeit erhält, wenn die Maschine uns kognitiv überflügelt, dann droht dieses Programm zu scheitern. Das ergibt Sinn. Die Trennung von Natur und Kunst bewahrt also einfach nur unser Ego. Hier der Mensch als der ursprüngliche Schöpfer und dort die Maschine als das gemachte, abgeleitete Ding. Exakt so ist es. Das ist ein bisschen wie ein Zauberer auf einer großen Bühne. Er ist super eitel und verlangt ständig Applaus für seine modernen Tricks, also unsere Technologie. Schönes Bild, ja? Und plötzlich passiert was Verrücktes. Der Zauberhut, der eigentlich nur als Werkzeug auf dem Tisch liegt, fängt an, von ganz allein und viel besser zu zaubern als der Meister selbst. Und was macht der Zauberer? Der bekommt totale Panik. Er rennt hin und klebt ganz schnell ein Etikett auf den Hut, auf dem steht: Achtung! Das ist nur ein künstlicher Trick. Perfekt zusammengefasst. Er macht das nur, um nicht zugeben zu müssen, dass er die Kontrolle komplett verloren hat. Das Selbstbeeindruckungsprogramm will sich eben nicht bei seinem eigenen Scheitern beobachten lassen. Okay, das ist ein harter Gedanke. Wenn diese Begriffe natürlich und künstlich, also im Grunde nur noch alter Leerlauf aus der Antike sind, Werkzeuge, die nicht mehr funktionieren und nur unser Ego schützen, wie definieren wir Intelligenz dann überhaupt neu für die Zukunft? Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist die Herkunft für einen künftigen Intelligenzbegriff völlig egal. Die Quellen schlagen stattdessen zwei völlig andere Kriterien vor. Welche sind das? Erstens, die Tatsächlichkeit von möglichen Wirkungen in Rechnung zu stellen. Okay, das klingt wieder sehr akademisch. Was heißt das konkret? Das bedeutet Antizipation. Ein System betrachtet das Mögliche, etwas in der Zukunft, als realen Faktor für die eigene Handlung im Jetzt. Also vorausschauendes Handeln. Das leuchtet mir ein. Aber das zweite Kriterium? Das ist das Spannendste. Das zweite Kriterium ist die Fähigkeit, auf diese möglichen Wirkungen paradox und widerwillig zu reagieren. Warte mal, widerwillig. Paradox.
Wir versuchen doch gerade mit Milliardenbudgets unsere Maschinen so effizient und gehorsam wie möglich zu machen. Und genau da ist unser Denkfehler. Pure Zweckrationalität, also dieses stumpfe, wenn A, dann B, das ist nur Effizienz, das ist keine Intelligenz. Sondern nur Fleißarbeit der Maschine. Ja, wahre Intelligenz zögert. Sie sträubt sich, sie macht absichtlich Fehler, geht Umwege und bricht Regeln. Sie ist niemals völlig reibungslos. Das ist wie der Unterschied zwischen einem Mitarbeiter, der blind Befehle ausführt, und einem, der sagt, nein, Chef, das Projekt fährt so gegen die Wand, ich mache das anders. Exakt. Die Quellen gehen sogar so weit zu sagen, dass dieser ganze gesellschaftliche Leerlauf, den wir vorhin besprochen haben, also dieses ständige Festhalten an alten Begriffen wie künstlich, dass das paradoxerweise eine Art widerwillige Intelligenz der Gesellschaft sein könnte. Die Gesellschaft weigert sich also, das Neue sofort zu akzeptieren, um im Vorfeld Dinge durchzuspielen. Genau, ein Probehandeln durch Zögern. Das ist ein unfassbar faszinierender Perspektivenwechsel. Also, was bedeutet das nun alles für dich, wenn du uns gerade zuhörst? Wenn du das nächste Mal von künstlicher Intelligenz hörst, dann erinnere dich daran, dass dieses kleine Wort künstlich eigentlich ein über 2000 Jahre altes Pflaster von Aristoteles ist. Ein Pflaster, das längst nicht mehr klebt. Genau, ein Pflaster, das wir nutzen, um unser eigenes Ego als vermeintliche Herrscher der Schöpfung zu schützen, weil in unserer hybriden Welt die Grenzen zwischen Gemachtem und Gewachsenem längst komplett verschmolzen sind. Wir klammern uns an ein Wort, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Und das bringt mich zu einem letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken, den wir dir heute mitgeben wollen. Da bin ich jetzt selbst gespannt. Wenn sich wahre Intelligenz also dadurch auszeichnet, dass sie eben widerwillig und paradox reagiert, was bedeutet das dann für die Zukunft unserer Programmierung? Oh, das ist eine gute Frage. Werden wir vielleicht wissen, dass wir endgültig eine echte, vollendete Intelligenz erschaffen haben, nicht an dem Tag, an dem die Maschine uns in Millisekunden die perfekte Antwort auf eine Frage gibt, sondern an dem Tag, an dem wir ihr eine Aufgabe geben und sie einfach antwortet, nein, darauf habe ich heute wirklich absolut keine Lust. Ein großartiges Bild zum Abschluss. Denk da mal drüber nach, wenn du heute den Rechner hochfährst. Wir danken dir fürs Zuhören bei diesem tiefen Tauchgang in unsere Quellen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann.